Ja, ich bin Sascha. Ich wohne in Berlin. Das ist meine Heimatstadt. Weiter weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Manche meiner Freunde sagen, manchmal sollte ich mal vielleicht ein bisschen weniger die Sachen unernst angehen oder so, aber das ist halt meine Art. Also ich mag es einfach, so zu sein. Vielleicht überspiele ich manchmal auch Unsicherheit damit, sie hilft mir aber. Diese spaßige Art oder dieses Rumalbern oder Rumkaspern. Meine erste Erfahrung mit Fahrradfahren war als Kind. Da bin ich zum ersten Fahrradfahren, dann lange gar nichts, dann habe ich Handball gespielt. Viele Jahre. Dann habe ich ein Kind bekommen, dann bin ich fett geworden. Und irgendwann habe ich angefangen abzunehmen. Im Fitnessstudio habe mich aufs Fahrrad gesetzt und habe dann innerhalb von kürzester Zeit 4 abgenommen. Und dann kam irgendwann mein Freund Marc, ob ich nicht mit ihm mal Fahrrad fahren will, weil der hat schon Triathlon gemacht und alles. Dann habe ich erst nach dem Rennrad geguckt. Und dann fing er aber an, hier, es gibt ein neues Fahrrad, ein Gravelbike, womit du beides fahren kannst. Ja, und so fing es dann an. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann im Dezember 2018 also das Gravelbike bietet ja halt unfassbar viele Freiheiten an. Voll geil. Ja, doch. Ja, das hat Spaß gemacht und durch den Wald zu fahren. Wir haben dann uns zwar immer Routen rausgesucht, die beides hatten, Straße und Wald, aber ich habe innerhalb von kürzester Zeit festgestellt, die Straße macht zwar Spaß, aber ich fühle mich im Wald wohler oder auf dem Schotter, auf dem Kies. Du kannst über die Straße zur Arbeit fahren, du kannst dann aber auch abkürzen, mal kurz durch den Park oder wenn du halt nicht in Berlin wohnst, irgendwo auf dem Dorf, über die Waldwege zur Arbeit fahren. Du kannst damit einkaufen gehen, du kannst damit sportlich aktiv sein. Dieses Gravelbike, auch eigentlich der perfekte Einstieg. The world is yours. Also ich habe mich im ersten Lockdown, sind die Aufträge sofort weggebrochen. Lange Strecken gefahren draußen und irgendwann dachte ich mir, vielleicht will ja jemand mit mir mitfahren müssen. Dato bin ich halt immer alleine gefahren oder mit meinem Kumpel Marc und habe dann über Strava ganz banal und ganz einfach einen Club gegründet und einfach gesagt, ich fahre dann und dann. Dann waren wir bei der ersten Ausfahrt, bei dem ersten Treffen waren wir 5 oder 6. Bei der zweiten waren wir dann schon 10, bei der dritten waren wir dann 15 und ich glaube innerhalb von 5, 6 Ausfahrten waren wir dann 20 bis 30 Leute immer. Und so fing halt der Gravel Club ab und da gab es ihn aber auch nur ohne Logo, ohne alles, nur auf Strava als Verabredung halt. Ich habe ihn einfach am Anfang auch The Holy Gravel Club genannt. Das Wort Club, ich glaube, viele stört dieses Wort Club. Der Gravel Club ist ja im Prinzip eigentlich nur ein loser Zusammenschluss. Es gibt keine Mitgliedschaft bei uns, du musst nichts dafür bezahlen, von Leuten, die gerne zusammen fahren. Ich habe es einfach so Gravel Club genannt, weil ich halt den Namen cool fand und das irgendwann, das war mein ursprünglicher Gedanke, mal aufbauen wollte, so wie die Hells Angels. Weil überall gibt es ein Chapter, alle treffen sich, bloß ohne Kriminalität. Deswegen, viele haben Angst vor diesem Club, aber braucht ihr gar nicht haben, weil jeder ist bei uns willkommen. Und das ist auch unsere Prämisse, dass in erster Linie die Ausfahrten für jeden sind. Egal ob Einsteiger oder halt Profi, wir fahren zusammen. Steht ja eine Community und jeder profitiert von ihr. Das ist eigentlich der Sinn. Man braucht keine Angst haben. Man muss sich einfach nur manchmal wirklich trauen, einfach mitzufahren.
Und im schlimmsten Fall, was soll denn passieren? Jetzt kommen die Rennradfahrer zu uns, die halt die Schnauze voll von der Straße haben. Mountainbiker, die auch mal die mal ein bisschen schneller durch die Gegend fahren wollen. Der Stadtradler, der Pendler, der Businessmensch, der Banker, der einfach nur mit seinem Rad immer nur durch den Tiergarten gefahren ist, um zur Arbeit zu kommen. Bei uns fährt jeder mit, ob arm, ob reich. Dadurch lerne ich ja viel mehr Leute kennen, als wenn ich nur auf einer Linie bin. Und das ist halt das Tolle. Yeah, it was the best video of the world.